Guten Morgen. Always remember this moment. Photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school in town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burned to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Das wird nicht so sein, ehe ihr nicht das Rätsel um Rachel und die anderen gelöst habt. Solange wirst du garantiert nicht in deinen normalen Alltag wieder out from reinkommen. last night. But it was awesome. I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. Ich nutze die Gelegenheit mal, um wieder ein paar Tagebuchseiten zu lesen. Einen Moment. So cool durch die Gänge zu streifen, wenn alles dunkel und still ist, auch wenn so viele schreckliche Dinge um uns herum geschehen. Fühlt es sich so an, als würden Chloe und ich in einem großen Mysterium des Universums auf die Schliche kommen. Viel größer als wir. Aber irgendwie sind wir als Meisterspione ziemlich schlecht, weil wir keinen Schlüssel zum Büro des Direktors hatten, aber kein Problem mit meiner Rückspurkraft. Und natürlich Dr. Warren Graham. Er kam mit irgendeiner Mini-Bombe aus Natrium, what the fuck ever. Ich habe wahrscheinlich beim Zusammenbau dieser Bestandteile mehr gelernt als im ganzen Semester. Tut mir leid, Miss Grant. Warren ist der beste Schüler. Er hat versucht, so gut es geht zu helfen. Vielleicht zu gut, aber was ist daran heute so schlimm? Ich bin echt froh, dass er in meinem Team ist. Wo wir gerade über das Sanctorum, danke Lateinunterricht, den ich nur knapp bestanden habe, vom Blackwell reden. Ich hatte nie Latein, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ich habe mich richtig komisch gefühlt, um Mitternacht im Büro des Directors zu sein, seine Akten oder seinen Computer mit Chloe zu durchsuchen. Sie stand voll drauf. Wir hätten verhaftet und ins Gefängnis geworfen werden können, um Himmels Willen. Ich tat einfach so, als wäre das eine Spezialfolge von Die Zauberer vom Reverie Place. Du weißt ja, ein paar bekloppte Sherlocks, die die Schule aus gutem Absichten untersuchen. Ja, das hat geholfen. Obwohl wir nicht den Beweis gefunden haben, haben wir in Nathans Ordner eine seltsame Zeichnung gefunden, auf der nur Rachel in der Dunkelkammer stand. Das beweist, dass Nathan etwas damit zu tun hat. Aber er ist einfach geisteskrank. Aber seine Notiz weist auch auf David M. hin. Das bedeutet, dass wir unbedingt an Davids gesicherte Geheimakten kommen müssen. Für einen guten Zweck. Aber Chloe kann es sich einfach nicht helfen und wollte doch tatsächlich 5 Riesen aus den Behinderten vornehmen, weil es dafür benutzt wird, oder? Ich glaube nicht, dass es einen schnellen Weg in die Hölle gibt, aber Chloe hätte ihre Schulden bei Frank abbezahlen können. Ich habe sie davon abgehalten, aber es stört mich irgendwie, dass Chloe manchmal so egoistisch sein kann. Ich werde nicht zulassen, dass hier etwas passiert, aber ich will
sie nicht alles machen lassen, was sie will. Mad Max? Eher Mütterchen Max. Trotz unseres gewöhnlichen Einbruchs hat Chloe entschieden, dass wir unbedingt ein Nachtbad im Otterbau bräuchten. Ich war so trunken und rebellisch, dass ich dachte, na klar, wir sollten schwimmen gehen. Wir sind nicht komplett nackt reingesprungen, aber nackt genug, um in große Schwierigkeiten zu kommen, komme was wolle. Ich weiß nicht, wieso wir so unvorsichtig waren, nachdem wir so vorsichtig waren. Ich mag es, wie Chloe meine ist doch scheißegal Seite hervorbringt, auch wenn es nicht immer zu ihrem Gunsten war. Sie hat einen Moment verdient, der ihr nicht scheißegal ist. Und ich auch. Nur 2 Freundinnen, die im Schwimmbecken herumalbern. Ich befürchte, dass diese jugendlichen Faxen bald der Vergangenheit angehören. Mein Gott, ich höre mich so langsam an wie die Lehrer an der Blackwell. Chloe und ich hatten ein tolles Gespräch über unser Leben, seit ich weg war. Wir haben über doofe Jungs und Mädchen geredet und warum sie Schwierigkeiten bedeuten. Insbesondere für mich. Ich fühle mich wie ein Groupie, wenn ich mit Chloe über unsere Lebenserfahrungen spreche, da sie mich einfach schlägt. Ich mache Bilder, sie unternimmt was. Wo wir gerade von Unternehmungen reden. Wir mussten schnell abhauen, als der Sicherheitsdienst auftauchte. Was auch sonst. Wie still hätten wir im Schwimmbad sein sollen. Außerdem hatten wir in der Schule Spuren unserer Handarbeit hinterlassen. Es war so anstrengend und aufregend, am Sicherheitspersonal vorbeizukommen. Sie hatten richtige Scheinwerfer dabei. Darum war es nicht so einfach, an ihnen vorbeizukommen. Insbesondere, weil wir mit Chloes Schrottkiste abhauen mussten. Aber, wie ich bereits sagte, anstrengend und aufregend. Gut, stehen wir mal auf, wenn wir können. Okay, I need to get dressed now. Ja, das schaffen wir schon. Warren. Ich bin froh, dass du Blackwell letzte Nacht nicht in die Luft gejagt hast. Fast froh. By the way, der Drive-In ist momentan sehr beliebt, darum kaufe ich die Karten jetzt schon. Ich habe noch eine in Reserve für den Fall, dass du deine Meinung änderst. Ich glaube nicht, dass wir unsere Meinung ändern. Mit dir reden wir gleich. Wir gucken uns erstmal um. I don't think I'll be moshing today. Okay. I still feel guilty for not busting out of here to stop David from hitting Chloe. Ich glaube auch, dass, wenn wir das getan hätten, ich glaube nicht, dass die Konsequenzen so groß gewesen wären, wie sie es damals dargestellt hätte. Weiß nicht. Wow, I remember this old phone. We decorated it together. Sieht toll aus. Schnell wieder zurücklegen. The fact that she put the photo next to Rachel's is so touching. Muss ich nicht sagen, ne? Natürlich. Das braucht man ja auch. Eigentlich ist das nicht... Naja, ich sag da nichts. Okay. Wow, sir. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. Natürlich. I love this song. Interessant, dass die beiden den gleichen Musikgeschmack haben. Can I check out the news on this old laptop? Klar kannst du. Oh, at least we haven't been identified. Yet. Ereignis. Polizei und Feuerwehr äußerten sich zum Einbruch und Vandalismus auf dem Blackwell Academy Campus gegen 1:30 Uhr. Die Polizei hat noch nicht angegeben, ob sie bereits irgendwelche Verdächtigen haben. Ereignis. Polizei verhaftet nackten Mann mit einem Schwert am Up All Night Donuts in der
Ja, heute echt Peckenpaar-Straße gegen 20:52 Uhr. Der nicht identifizierte Mann wurde angeklagt, weil er unter dem Einfluss von Energy-Drinks und Methamphetamine stand. Wurde ohne Kaution bis auf weiteres festgehalten. Wir haben doch keinen Vandalismus betrieben. Thank God she's okay. I wonder when I can visit her. Blackwell-Schülerin in stabilem Zustand. Nach einem öffentlichen Selbstmordversuch an der Blackwell Academy ist Kate Marshs Berichten zufolge in einem stabilen Zustand unter Aufsicht des Arcadia Bay Medizinzentrums. Bis jetzt sind keine weiteren Informationen verfügbar. Reicht ja auch. So, Buch. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Dr. J. Carswell, mystisches Wetter, übernatürliche Wissenschaft. So, da ist noch der Joint. I was such a wuss to cower in the closet while David hit her. Letzten Endes, glaube ich, ja, bereue Time ich to die put on your Entscheidung daily dann armor, Max. Ugh, still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. doch. Klar. Vorher gucken wir uns noch hier das Handy an. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Holy shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Chloe, Geld. Jetzt. Ich hab dein Geld noch nicht. Das ist meine letzte Nachricht. Ich beschaffe es. Jetzt, du verfickte Hure. Ja. Und ich glaube, der bellt nur. Der beißt I nicht. still feel guilty for not busting out of here to stop David from... Okay, time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Warum? Nur um jetzt... Na klar. Warum nicht? Ja. Eigentlich keine schwere Entscheidung, aber andererseits wiederum schon. Ach, was soll's, ein bisschen Fanservice. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Tja, Überraschungen gibt es immer wieder. I think Rachel's style is a little more subtle. Like me. Looking sick, Max? A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to, wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Na gut, dann gehen wir ohne runter. Wir können halt auch jetzt... I love this morning light.
So peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. So, you never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. Hella stupid, usually. I went through a boy toy phase. Among other things. I can't see you with any of the guys around here. Because you have a good eye. That's why I was so glad Rachel came along to rescue me. Was Rachel that popular with everybody here? She blended like a chameleon. Clearly more than I knew. Or wanted to know. You knew that she wanted to go to Los Angeles with you. Then where is she? Gut, dann will ich die andere Frage nochmal stellen. I love this morning. Wouldn't it be wicked if... Weil das dann doch einen ziemlich traurigen Ausgang hier gerade genommen Yes, hat. but sad. At least you can date now. So, Not... I can't see you. Because you have a good... Ich meine, man kann es ja fragen, ne? Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Smart, sexy, and sassy. Like me, right? Well, duh. Maybe Rachel would have fought over both of us. You wish. Then again, maybe. You're a photographer and she wanted to be a model. So, das ist doch ein besserer Ausgang des Gespräches. Gut, dann öffnen wir mal die Tür. Oh my god, that smells so amazing. It's like when we were kids here. Kate. Das ist ja cool. Max, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir auf dem Dach deine helfende Hand gereicht hast. Du warst die Einzige an der Schule, die für mich da war. Die Einzige, die sich wirklich Sorgen gemacht hat. Ich muss glauben, dass du geschickt wurdest, um mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch sehr dankbar. Wir werden dich für immer in unsere Gebete einschließen. Liebe und Gottes Segen, deine Freundin Kate. Hey Kate, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich werde dich besuchen, sobald ich kann. Versprochen. Das ist schön. Check out Mad Max. Ready to fucking thrash. I'm so hardcore. Wenn das deine wahre Natur ist, der Manteau. Oder Vogel. So, wir haben ein weiteres Foto gemacht. Ich bin gespannt. Pinhold. Oh, wir haben... Ja, das wird dieses Mal nicht so mit den Fotos. Aber, naja. Chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids. Serious flashback. Vogel. No way. That's the bluebird I saved Monday in Joyce's room. Ja, jetzt fliegt er hier rum. Ist ein Haustier. Chloe never used to care when I borrowed her toothbrush. Na, der Manteau. What's ironic is I always hated it when Chloe used my toothbrush. War ja klar. Ist ja immer so, ne? Das waren aber keine 3 Minuten. Feels so good to wash my face after all that chlorine. And hiding. Dachte ich mir, deswegen bin ich hier ins Badezimmer gegangen. You know, I haven't gone through a dyeing my hair blue phase yet. Maybe it's time. Nein. Nein. Das lässt doch schön bleiben. Wir mögen dich so, wie du bist. Nobody in this town has a fucking clue as to what's happening. Or do they? Ja. For everybody else in the neighborhood, it's just another morning. Für
Und es ist ein weiterer Tag. I better not go in there. David might be in bed. Ew. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich ein Anblick, den keiner sehen möchte. Hast du recht. This might be the one time these people are right. Das Ende beginnt jetzt. Ignorierst du immer noch seine Warnungen? Hast du den Schnee verspürt, die Sonnenfinsternis erlebt, die Tiere sterben sehen? Das sind die Zeichen. Arcadia Bay ist das letzte Schlachtfeld des Pazuzu. Ja, Jesaja 66, 15-16. Ja, seht, der Herr kommt wie das Feuer heran. Wie der Sturm sind seine Wagen, um in glühenden Zorn Vergeltung zu üben. Und er droht mit feurigen Flammen, ja mit Feuer und Schwert hätte der Herr Gericht. Rette heute deine Seele, bereue. Trete diesen Monat der Kirche in der letzten Offenbarung bei und befreie dich von der Hölle. Schau uns in Arcadia Bays öffentlichen Fernsehprogramm auf Kanal 40 an. Ah, ja, jetzt ist die Kirche. Ja gut, warum nicht? So, das Einkauf, der steht da so rum. Da, die Tür können wir nicht. Aber die Fotos können wir uns ansehen. Glückliche Kindheit bis zum Tod ihres Vaters. Ansehen, löschen, anschalten. Looks like a message. Wir können ja zurückspulen. David, this is Officer Korn. Just want to let you know your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Na, da wissen wir ja, was wir zu tun haben, ne? Message deleted. Goodbye, message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. Ja. Obwohl ich schon sicher bin, dass das früher oder später doch wahrscheinlich auffallen wird. So, in die Garage kommen wir diesmal nicht. Hinsetzen können wir uns auch nicht. Können wir vielleicht nach draußen? Ja, können wir. Okay, dann gehen wir mal so rum diesmal. Hier fliegt irgendwas rum. Oh. Ja, Tiere sterben. 3 dead birds lined up? That's fucking ominous. Da liegen noch mehr rum. Sitting in a swing always feels so comforting. Einfach mal rausgehen und schaukeln. Das ist scheißegal, wie alt man ist. Das muss man mal zwischendurch einfach mal machen. I remember when Chloe and me would take turns in the swing. We would push each other so hard we'd fly way up in the air. Chloe always wanted to swing all the way around. I always got scared and would jump off before I flew off. And Chloe is still trying to get high. Ach ja. Die arme Chloe. Ist doch schon sehr kein schönes Leben, was man so führt. Ich meine, ich habe in der letzten Episode eigentlich alles dazu gesagt. Für meinen Teil hat Joyce da auch meiner Meinung nach viele Fehler gemacht ihrer Tochter gegenüber. War vielleicht nicht richtig in der Trauerphase mit bei, so dass Chloe im Prinzip
wahrscheinlich hat Chloe das alles gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Es war ein Hilfeschrei, den ihre Mutter überhaupt nicht gehört hat oder nicht wahrgenommen hat und stattdessen sich auf ihr eigenes Leben konzentriert hat. Sie wollte einfach sie wollte wahrscheinlich nicht, dass die Familie irgendwie zerbrochen ist, sondern wollte, dass man wieder ein heiliges Familienbild hat sich dafür aber den falschen Mann ausgesucht. Und natürlich wahrscheinlich auch zu früh ausgesucht. Aber ich kann natürlich auch Joyce verstehen, dass sie wahrscheinlich etwas Neues haben wollte. Dass die Erinnerungen an ihren Mann sie wahrscheinlich auch so tief immer wieder verletzt haben, dass es ihr einfach zu sehr wehgetan hat. Und sie sich deswegen auf was Neues gestürzt hat. Kann ich nachvollziehen. Okay. I wonder how these birds died. Oh, dead bird. Poor thing. Na gut. Dann sind wir hier durch. Und gehen rein. So, gleich gehen wir auch zu Joyce. Alles gut. Gucken nochmal hier, aber hier ist nicht so. I keep expecting to see the sky turn red. Mach mal wieder zu. Wenn der Vogel da rausfliegt, dann stirbt er und dann... Muss ja nicht sein. Who drinks beer this early around here? Oh man, I don't want to be famous for this. Der Unabhängige, kurze Schneeschauer und außergewöhnliche Sonnenfinsternis. Kommt bald die Apokalypse. Superheldin rettet suizidgefährdete Blackwell-Schülerin. Was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Ach sehen, da steht da unten. Okay. Ich dachte gerade, hä? Wowzer. Chloe still eats the same cereal. So do I. I love that they still have the same refrigerator. Wahrscheinlich Strom sparen da, wa? Love you, Mom. Oh, süß. Nun, sonst können wir hier nichts machen, dann... Joyce looks so different in her street clothes. Finde ich nicht. Good morning, Joyce. Rachel! I mean Max. Whew, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Oh, ich hätte jetzt Lust auf Eier mit Speck. Eggs and bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, "Wakey, wakey, eggs and bakey"? Totally. We'd wake up so fast. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. I can handle eggs and bacon. Wahrscheinlich im Kühlschrank, wa? I should evolve and become a vegan, but... bacon. Wo können dann jetzt Eier sein? Ah, nee. Hä? I love that they still have the same refrigerator. Das ist super, nur wo... Was? Oh, jeez, can you help me get this bird out of here? Oh, look at the poor bird. He seems kind of freaked out. Ich will ihn eigentlich... Nein, ich will ihn nicht. Bird, be gone.
Fly, you fool! Ich will ihn jetzt aber nicht rauslernen. Stirbt er? Will ich gar nicht. Ach, Eier sind da in der Einkaufstüte. Okay. The eggs always come first, as Joyce used to say. Ich denke immer so pervers, das ist schrecklich. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in LA. I'd love to think that too, Joyce, but... We're on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Reminded me of you and Chloe. But Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Hat sie ja eigentlich gar kein Recht drauf. Nein. What? No way. I know I was selfish when I left. I'm glad Chloe found a better friend. No, just a different one. Last time I saw you and Chloe in your pirate outfits, I knew she would never find a better friend. I just wish you could have stopped Chloe from getting busted by David for that joint. I know. But it seems like Chloe and me were pirates 1,000 years ago. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Okay. Einmal setzen und das Frühstück kommt dann gleich. I guess nobody waters the plant here. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Bring those eggs and bacon to my belly. Dann mal los. Auf was warten wir eigentlich jetzt? I'm glad seeing you again. Ah, made me remember so much. Auf das warten wir. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this, and I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light.
She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering, or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does.